Wir sind angekommen am Ende der Hinrunde. Noch ein letztes Auswärtsspiel bei Preußen Münster. Wintermeister sind wir schon längst. Ungeschlagen sind wir auch immer noch. Mal gucken, wie lange die Serie hält. Auch der letzte Part, da wäre es fast soweit gewesen. Gegen Halle unentschieden. Gegen Bielefeld dann ganz knapp noch gewonnen, das 2:1. Ich habe ein Problem, was die vertragslosen Spieler angeht, die wir bekommen haben. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne ein paar verkaufen. Aber das geht nicht. Viele von denen haben jetzt nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Und ich kann denen weder einen neuen Vertrag geben, also nicht den Vertrag verlängern, weil ich erst einen Vertrag gemacht habe. Und auch dementsprechend nicht auf die Transferliste setzen, weil die nur noch ein halbes Jahr Vertrag haben. Also, versteht ihr, wie ich meine? Und das ist so die Zwickmühle. Ich habe Huerta, dem ich einen längerfristigen Vertrag gegeben habe. Ich habe Quinones, aber die möchte ich nicht verkaufen. Das sind ja mit meine besten Offensivspieler. Ich wollte ja so eher Gustafsson verkaufen oder vielleicht irgendeinen von den Mittelfeldspielern. Oder, nee, von den Verteidigern. So wird ein Schuh draus. Aber das geht leider nicht. Jetzt genießen wir erstmal das Tor von Ginczek. Der Junge, der verdient sich seinen Startelf-Einsatz. Das ist krass. Der gewinnt nicht nur 10 von 10 Zweikämpfe, der macht auch solche schönen Kopfballtore. Vorlage Arteata. Guck mal, das ist genau seine Position. Zack, steigt hoch aus 16 Metern fast, ey. So ein Kopfball ins lange Eck. Ich möchte mal wissen, was der bei Kopfballpräzision hat. Der kommt wie so eine Bogenlampe auf der anderen Seite wieder runter. Ja, das wollte ich euch nur gesagt haben, dass das so ein bisschen die Zwickmühle gerade ist, in der ich stecke, dass ich die geholten freien Spieler nicht verkauft bekomme, weil die nur noch ein halbes Jahr Vertrag haben und ich die Verträge nicht verlängern kann, um sie dann auf die Transferliste zu setzen, weil wenn die nur noch ein halbes Jahr Vertrag haben, kann ich die höchstens nur noch auf die Leihliste setzen und damit wäre mir ja nicht geholfen. Also ich kann im Prinzip nur mit Quinones und mit Huerta Geld machen. Die anderen leider nicht. Warum auch immer. Vielleicht wollen die sich nochmal irgendwie, ja, anderweitig umgucken oder wenn der Vertrag dann aufgelöst ist, dann könnte ich die quasi wiederholen, einen längeren Vertrag machen. So würde das dann funktionieren, aber ich glaube, das wäre zu kompliziert. Von daher ziehe ich jetzt das halbe Jahr noch durch mit allen vertragslosen Spielern, die ich mir hier geholt habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die nicht verkaufen kann. Selbst wenn die nur noch ein halbes Jahr Vertrag haben, hätte man ja jetzt im Winter die Leute auf die Transferliste setzen können. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber gut, vielleicht bin ich dafür auch zu dumm oder vielleicht hat die EA da irgendwie so einen Fehler in der Matrix drinne. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, das dazu, ne, EAFC Voting, den zweiten Teil habt ihr so ein bisschen im Hinterkopf, dass ihr da nochmal vorbeischaut, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Münster ist nämlich unter anderem auch mit dabei in der Verlosung, neben dem SC Freiburg, Rot-Weiß Essen und St. Gallen. Was auch für mich sehr, sehr überraschend war, aber ich würde auch eine Mannschaft aus der Schweiz nehmen, warum nicht? Wäre auch mal sehr interessant, sich da irgendwie eine Mannschaft aufzubauen. Ich kann ja nebenbei dann auch wieder eine zweite Karriere starten. Ich hatte zum Beispiel Eintracht Frankfurt und noch eine Mannschaft, die hatten beide 4 Stimmen. Die habe ich dann halt nicht mit reingenommen. Habe ich halt nur 4 Mannschaften zur Auswahl genommen, weil ich möchte ja auch mal so ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Frankfurt schön und gut. Dazu habe ich aber noch mal Zeit, eine Karriere nebenbei zu machen. Aber ich würde ja, oder ich habe ja gesagt, ich möchte auch gerne mal mit einer anderen Mannschaft. Da dürft ihr natürlich gerne die Entscheidung drüber fällen. Und ich freue mich, wenn es Freiburg wird. Ich freue mich auch, wenn es Münster wird, Rot-Weiß Essen oder sogar St. Gallen. Weil in der Schweiz, wie gesagt, da war ich ja noch nie. Also da habe ich noch nie irgendwie eine Karrieremannschaft übernommen, auch privat nicht. Weil mich da irgendwie so gar nichts hingezogen hat. Aber es wäre mal was Schönes. Warum nicht? Da hätte man eine Herausforderung. Da könnte man auch einiges erreichen wahrscheinlich. Wir haben 0 Schüsse und führen trotzdem 1-0. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Naja. Was soll's, Buchama mit dem Fehler. Und nach wie vor die Defensive, die steht wirklich sehr, sehr gut. So, Piazza für den gesperrten Huerta heute auf der linken Seite. Das war natürlich auch ein Ding, ne? Rote Karte kassiert in der Simulation. Ausgewechselt. Und wir waren trotzdem vollzählig.
11 gegen 11 zum Schluss. Das muss auch mal jemand in einer ruhigen Minute erklären. Das gibt es auch hier nur in EAFC. Fröde, nächster Kopfball. Vielleicht bin ich auch, wie gesagt, mit diesen Verträgen, vielleicht habe ich das nicht so ganz verstanden. Dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Vielleicht kriege ich ja doch irgendwie verkauft. Aber ich muss ja erstmal den Vertrag verlängern, also einen neuen Vertrag machen, sodass ich dann quasi die Spieler auf die Transferliste setzen kann, weil wenn die nur noch ein halbes Jahr haben, geht wohl nur Leihliste. Oder geht nur Leihliste, weil ich die vorher auch von der Leihliste geholt habe. Das wäre natürlich logisch. Oder das würde Sinn ergeben. Naja, also schauen wir. Zunächst mal möchte ich hier noch das letzte Hinrundenspiel natürlich gewinnen und möchte die gesamte Hinrunde lang ungeschlagen bleiben. Wieder Ginczek zum ersten, zum zweiten. Ach, zum dritten verkauft. An wen denn? Hier Gustafsson. Piazza, Ginczek, der winkt doch da schon wieder. Der will den haben. Diesmal aus 16 Metern, ja. Schenk. Ich schenke dir gleich noch ein Tor ein, mein Freund, in Halbzeit 2. Das glaubst du aber. Tja, also ist meine große Investition erstmal dahin. Mit rund 40 Millionen. Hatte ich ja mal so grob überschlagen. Ich werde nur mit Quinones und mit Huerta wohl Geld machen. Wenn überhaupt, wenn ich die verkaufe, aber ich behalte die jetzt. Also wenn ich die nicht zu Geld machen kann, dann kann ich die auch behalten. Dann muss ich die nicht unnötig auf die Leihliste setzen, dann hat das ja nichts gebracht. Gustafsson, Piazza, kein Abseits hoffentlich, Quinones und da ist er wieder, Ginczek! Habe ich doch gesagt, ich schenke dir noch eine ein. Ja, Daniel Ginczek. Auch einer für Julian Nagelsmann für die WM 2026. Und zur Not für einfach gute Laune. Zack, ganz souverän, aber das ist natürlich dann auch viel zu viel Platz, das ist klar, das ist schlecht verteidigt. Den mache ich dann vielleicht auch unter anderen Umständen auch noch rein, obwohl ich auch viele Chancen verballert habe in meiner Fußballerkarriere. Um Gottes Willen, da waren Sachen mit dabei, die würden teilweise in Jahresrückblicken gezeigt werden, auch noch in 10 Jahren. Ganz, ganz wilde Dinger. So, jetzt gab es eine gelbe Karte und eine Verletzung und den Halbzeitpfiff. Das ist die beste Nachricht für Preußen. Die haben alle nachher Albträume von Daniel Ginczek. Das ist Wahnsinn. Eine 8,4. Bester Mann mit Piazza, Arteaga und Quinones. Und wir machen weiter. Komm, let's go. Gar keine Zeit verlieren. Vielleicht Ginczek noch ein drittes Ding auflegen. Und wieder ins Pressing reingegangen. Das ist Wahnsinn. Komm, Ginczek läuft durch. Ja. Schöne Chance aufs 3:0. Ja, natürlich geblockt. Zunächst mal, aber Flanke kommt noch. Ginczek, wo ist er? Da läuft er rein. Ginczek. Das ist wirklich ein geiler Zielspieler. Warum habe ich den nie auf dem Schirm gehabt? Ey, schade. Den hätte ich auch zur Hertha holen können oder... Gut, zur Eintracht nicht, aber... Für die Hertha-Karriere wäre das ein super Backup gewesen. Der gewinnt Zweikämpfe. Viele Zweikämpfe. Macht auch das ein oder andere Kopfballtor und ist im Pressing vorne echt gut. Aber ist halt auch dritte Liga. Wer weiß, wie das in der zweiten Liga gewesen wäre. So, Krodowski, Fröde. Hä, was war das für ein Zweikampf? Okay. Sah ein bisschen komisch aus. Ah, und wieder. Das ist wieder dieser typische Moment. Wenn man eine Sekunde zu spät spielt, ist der eigene Mann 5 Meter am Abseits. Schade, schade. Aber weiter geht's. Jetzt hat sich Münster irgendwas ausgedacht, sonst hätten die nie so schnell gespielt. Irgendwas wird jetzt gleich passieren. Irgendwas haben die sich ausgedacht, irgendwas hacken die aus. Krodowski, nämlich der Anschlusstreffer! Ich hatte das so im Gespür. Die haben nicht umsonst diesen Freischuss da so lang gespielt und Krodowski hat nicht umsonst dann den Ball direkt in die Mitte gespielt. Da steckte irgendwas anderes dahinter, irgendwas tiefsinnigeres. Ja, schöner Abschluss, ey. Langes Eck. Bei dem Rasen machst du nix. Und noch 2-1. Die Ergebnisse werden knapper, aber wenn die Punkte nicht weniger werden, dann machen wir alles richtig. Dann nehme ich auch gerne mal 1, 2, 3 Unentschieden irgendwie in Folge. Da bin ich dann auch nicht böse drum.
Aber wir kommen natürlich wieder über Ginczek und Piazza. Schöner Schuss. Vielleicht Eckballtor, haben wir gegen Bielefeld auch geschafft. Angulo war der Abnehmer, aber jetzt ist Ginczek da, der kommt auch wieder ran. Die sind nach wie vor in der Dreierkette, ne? Die hatten dieses komische 3-4-3. Oder war das Bielefeld? Ne, das war, glaube ich, Münster, die mit so einem 3-4-3 hier spielen. Vielleicht gut für uns. Mal gucken. Arteaga hinter die Abwehr. Wir müssen sie jetzt einfach ein bisschen laufen lassen. Irgendwann wird sich dann die Lücke ergeben. Irgendwann werden sie nochmal einen Fehler machen. Da unten. Oh, Diekmeyer, das war natürlich ein bisschen sehr riskant und sehr vielversprechend. Ja, abgefälscht. Ihr seht ja auch die zweiten Bälle, die landen bei uns. Wir sind halt einfach im Mittelfeld. Vielen einfach sehr, sehr überlegen. Und vorne, da hakt es halt manchmal, da kommt es halt wieder nur auf Zentimeter an, dass die Bälle ankommen. Oder dann halt als Fehlpass irgendwo verenden Diekmeyer und Antuna. Schönes Pressing. Das klappt gut. Das klappt auch gut. Zack, einmal zusammengeprasselt mit Heil. Wieder Grudowski, der will es wissen. Der will noch 2 Dinger machen am besten. Grudowski, ja, da sind 4, 5 Mann vorne. Aufgepasst, Gustafsson. Und jetzt. Mit Schwung in die andere Richtung. Quinones, oh, da hätte ich jetzt Ginczek durchgesteckt. Aber waren sie hellwach. Aufgepasst. Badmatz, wieder Heil. Wieder Badmatz. Der war, glaube ich, mit Grudowski zusammen, habe ich mir sagen lassen. Waren es die 2 Top-Torschützen für Münster. Achtung! Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Da fehlt die Hälfte vom Rasen. Der Acker ist zu sehen, die Erde. Und ich glaube nach dem Foul von Angulo, ja. Jesus Angulo. Hat er einfach mal die Grätsche ausgepackt. Ich wollte das noch verhindern. Aber im Prinzip ist da auch wieder der Schuss schon gelaufen gewesen. Dann, ach, keine Ahnung, räumt er den halt noch mit ab. Musste nicht unbedingt geben, aber gut, jetzt die Chance für, ich glaube, es ist sogar Grudowski, ja. Das 2:2 zu machen. Doppelpack gegen Malagon. Der Ausgleich. Ja, verrücktes Spiel. Auch wieder mit Ansage eigentlich. Gut, bei der Grätsche, das weiß halt vorher nie. Ist ja logisch, ey. 50-50 Entscheidung. Wenn er den Ball reinmacht, dann zählt das Tor ja trotzdem. Da gibt es ja keinen Elfmeter. Ich habe halt gedacht, ich versuche es nochmal mit der Grätsche. Und dann war es soweit. So, aufgepasst. Jetzt kann das Spiel in Richtung von Preußen Münster kippen. Und das wäre sehr, sehr ungünstig. Das würde nämlich bedeuten, dass wir unsere erste Niederlage im letzten Hinrundenspiel kassieren. Das möchte ich dann doch nicht. Das möchte ich dann, wenn möglich, doch nicht, aber ich kann es nicht verhindern. Achtung, Malagon! Jetzt sind hier die Legionäre gefragt. Diekmeyer holt... Oh, kein Freistoß, das war doch ein Foul. Das war doch ein Foul an Diekmeyer. Achtung! Münster ist da. Münster kommt. Achtung, Flanke ist da. Aber das klären wir. So, 5 Minuten noch. Grudowski, der hat jetzt natürlich Selbstvertrauen. Aber komm, wir haben die Kraft bis zum Schluss. Wir haben die Klasse, Piazza, jetzt noch ein Last-Minute-Tor zu machen. Antuna. Ginczek vorne, der Wing kriegt da den Ball. Ah, aber so nicht. Schlechte Flanke. Sieht so aus, als gäbe es noch ein Unentschieden. Zum Abschluss der Hinrunde. Aber wir haben Ginczek. Der hat nochmal eine Idee. Oh, Piazza, lauf doch einfach an dem vorbei. Was machst du denn, ey? Quinones holt sich nochmal den Ball. Ginczek wird wieder gefoult. Und dann endet es irgendwie so in einem Gedümpel, in einem Gestümper und dann steht es am Ende 2:2. Hätte nicht sein müssen. Wir haben ein bisschen zu wenig gemacht in Halbzeit 2. Ja, Münster kam dann immer mehr und mehr. Ich denke mal, das Unentschieden, das geht in Ordnung. Wir haben ja noch ein paar Punkte Vorsprung. Und, was ganz wichtig ist, wir sind weiterhin ungeschlagen. Mal kurz auf die Konkurrenz gucken. Die spielt auch so teilweise mit. Saarbrücken spielt unentschieden. Dresden gewinnt. Dann kommen die halt auf 2 Punkte ran.
ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Also 11 Punkte Vorsprung, das ist jetzt die Abschlusstabelle. Wir gucken gleich nochmal drauf. Der Hinrunde. Wenn sie mich nicht öfter einsetzen, du gehörst weiter zum Team. Erik, mach dir keine Sorgen, du wirst auch noch deine Einsätze kriegen. So, also, das ist die Abschlusstabelle. Nein, ist er noch nicht. Wir warten noch mal, bis die anderen Spiele gespielt sind. Spulen zum nächsten Spieltag vor. Da geht nämlich dann die Rückrunde los. Und Münster, auf die treffen wir dann auch wieder ziemlich bald. So, also Abschluss der Hinrunde. Wir haben 51 Tore geschossen, 15 Siege, 4 Unentschieden. Wir sind voll auf Aufstiegskurs. Dann haben wir Dresden und Saarbrücken. Dahinter wird es dann wirklich richtig spannend. Aue, Lübeck, die können da auch noch mit eingreifen. Die stehen auf dem 5. Platz. Das ist unser nächster Gegner. Ich glaube, da wird es, wenn wir simulieren, die ein oder andere Niederlage, glaube ich, geben in der Rückrunde. Könnte ich mir vorstellen. So, dann Rot-Weiß Essen im Mittelfeld. Auch ein Team, was wir eventuell dann in EAFC 25 haben. Preußen Münster, die waren 18. Die haben jetzt schon 10 Unentschieden. Die haben schon ihr Auftaktspiel gehabt. Und zwar 2-2 gegen Ingolstadt. Also 10 Unentschieden. Ja, schade. Egal. Also, wie gesagt, ich bekomme die nicht los. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn ich nämlich jetzt auf Teamzentrale gehe, dann gehe ich auf Finanzen. Und dann sehe ich ja, die muss ich eigentlich alle verkaufen. Die haben aber nur noch 5 Monate Vertrag. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel zu Vertragsverhandlung gehe, habe ich mit dem Spieler erst einen neuen Vertrag ausgehandelt. Verlängerung geht ebenfalls nicht. Auf die Transferliste setzen kann ich nicht, weil er nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Deswegen geht nur die Leihliste und Spieler freigeben will ich nicht. Dann würde ich ja total Verlust machen. Schade. Also ich kann nur mit Quinonius, mit Huerta und mit Reyes Geld machen. Die kann ich nicht auf die Transferliste setzen. Warum kann ich die nicht auf die Transferliste setzen? Sind die doof? Angebote blocken will ich nicht. Die kann ich auch noch auf die Leihliste setzen. Was ist hier schiefgegangen? Warum kann ich mit denen eigentlich keinen Gewinn machen? Schade. Dann funktioniert mein Vorhaben doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Aber das ist ein bisschen unlogisch. Das finde ich ein bisschen unlogisch, ehrlich gesagt. Wenn ein freier Spieler zu mir kommt, hat er ja einen Vertrag. So, und dann könnte ich ja mit ihm Geld machen. Aber vielleicht geht das auch nur in der 2. Liga, 1. Liga, weiß ich nicht. Vielleicht ist das in der 3. Liga nicht möglich. Weil man dann vielleicht diesen übermäßigen Vorteil hat und es sich so wie eine Finanzspritze anfühlt. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Ist mir auch egal. Wir spielen jetzt mit der Truppe hier das halbe Jahr noch zu Ende. Da wollte ich jetzt nicht rein. Ich wollte mal gucken. Also die 3 Spiele simulieren wir. Und das gegen 60 würde ich dann am Ende spielen. Und dann die nächsten 4 Spiele auch simulieren. Und dann sind wir ja schon im März. Hier haben wir dann wieder einige Spiele, die könnte ich spielen. Zum Beispiel gegen Aue, gegen Dresden würde ich das dann machen. Und dann geht es gegen Bielefeld schon. Ah ne, Heimspiel gegen Mannheim ist dann das letzte Spiel. Das würde ich dann auch spielen. Egal, wie es bis dahin aussieht. Das ist also der Plan für die Rückrunde. Macht's gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch bis zum Schluss dran bleibt, wenn ihr nochmal beim Voting mitmacht. Und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.